Herzlich willkommen zu meinem Vortrag Online-Weiterbildung mit KI und Digitalisierung komponieren. Das letzte Wort komponieren, auf das lege ich besonderen Wert. Aber zunächst möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Konrad Rennert. Ich beziehe zwar schon Ruhestandsgehalt, aber ich bin noch aktiv als Geschäftsführer der Blue Pages GmbH, die in diesem Zusammenhang eventuell auch eine Rolle spielen kann. Der Sitz der GmbH ist in Kassel. Wie bin ich darauf gekommen? Wir sehen hier den Prompt. Dieser Prompt entstand lange nachdem ich die ersten Beiträge zu dem Thema bei YouTube geliefert hatte. Ich will ihn einfach mal vorlesen. Deshalb habe ich die Lesebrille aufgesetzt. Erstelle aus den folgenden Stichworten ein visionäres Konzept. Online-Weiterbildung komponieren. Also da haben wir das Wort komponieren mal wieder. Das steht also auch schon im Prompt. Die Zutaten sind WordPress, H5P, Word, Excel, PowerPoint, YouTube, Camtasia, Transcribus, Archeon, Snipping Tool, DeepL, ChatGPT, Gemini, Copilot, Zoom. Die Liste ließe sich noch erweitern um weitere Videokonferenzplattformen. Da kenne ich mindestens 5, mit denen ich beruflich arbeite. So, jetzt wird noch das Konzept beschrieben, kurz und knackig. Betreute Foren mit einem oder mehreren verantwortlichen Leitern, in Klammern Coaches, Trainern und Mentoren, die in eigener Verantwortung aktiv sind. Jeder kann vom Teilnehmer zum Leiter eines neuen betreuten Forums werden oder sich mit anderen die Leitung teilen. So, jetzt kann ich die Brille wieder absetzen. ChatGPT hat daraufhin geantwortet, visionäres Konzept, und das wird da in diesem Ansatz Kollaborativ Online Learning Academy genannt, COLA. Es gibt aber noch 5 weitere Vorschläge, die ähnlich signifikant sind, die alle gut sind. Ich will die Zusammenfassung jetzt mal vortragen. Ihr könnt euch das, was die KI geliefert hat, komplett anschauen. Das würde aber über eine Stunde dauern und deshalb erspare ich das hier. Der Link ist verfügbar in dem H5P-Video beziehungsweise in der Beschreibung des YouTube-Videos. Dort ist also der Link, der am interessantesten ist, zum H5P-Video. H5P 084 wird das wohl sein. Und dann kann man sich das also komplett anschauen. Ich will also da kein Geheimnis rausmachen. So, das ist also jetzt die erste Folie. Auf dieser sehen wir dann die Übersicht dieser Präsentation. Ich denke mal, die wird so 15 bis 20 Minuten dauern. Da wird auf der nächsten Folie dann vorgetragen die Kernidee und die Vision. Dann kommt die Technologie und die eingesetzten Werkzeuge zur Sprache. Die Flexibilität und die Zugänglichkeit ist ein wichtiger Punkt. Die Rollenverteilung und die Qualitätssicherung spielt eine Rolle. Stakeholder und Zukunftsperspektiven, also wer könnte Interesse an dieser Sache haben, das sind dann die Stakeholder. Und zum Schluss nochmal der Vergleich, kollaborative Lerngemeinschaften versus historische studentische Verbindungen. Warum mache ich das? Wir kennen Xing und LinkedIn und manche von uns, dazu gehöre ich auch, obwohl ich nie Mitglied war, die kennen studentische Verbindungen und was hat man daraus für Vorteile? Bekannte Menschen sind ja da Bismarck und Richard von Weizsäcker, aber Heinrich Heine, Nietzsche und Porsche, die gehörten wohl auch dazu. So, das wollen wir aber jetzt erstmal zurückstellen, das kommt später. Auf der Folie haben wir die Kernidee und die Vision. Kollaborative Lernakademie ist einer der Vorschläge der KI. Das heißt, es wird eine Online-Plattform für gemeinschaftliches Lernen aufgebaut. Und da kann man natürlich, ähnlich wie man das bei LinkedIn oder Xing gewohnt ist, auch diskutieren. Man kann in Foren was behandeln, aber das Interessante ist natürlich der direkte Kontakt per Videokonferenz. Und wenn man das unbedingt möchte und man vielleicht in der Nähe ist, dann kann man sich natürlich auch persönlich mal verabreden an einem Ort, wo man dann interessante Gespräche führen kann. Die betreuten Foren sind natürlich besonders wichtig, um Fachgespräche da zu unterstützen mit Forumsbeiträgen. Das sind von Teilnehmern geleitete dynamische Lernräume, die aber eben asynchron funktionieren. Jederzeit kann man da Fragen reinstellen oder auch beantworten. Die Videokonferenzen sind für den Kontakt, der synchron abläuft, die Foren für den asynchronen Teil. Das, was hier eben auch zu der Vision gehört, ist der Rollenwechsel. Man
ist am Anfang Lernender. Das sind wir ja am Anfang bei neuen Dingen immer, aber sehr schnell erkennt man, wo man auch anderen was erklären kann. Das heißt, der Rollenwechsel findet fließend statt. Vom Lernenden kann man zum Mentor oder Coach oder Trainer werden. Und das kann natürlich auch in der Kombination sein. Bei der einen Plattform, die ein Kollege betreibt, da ist man vielleicht noch Lernender, aber man hat eine eigene und hat dann das, was ich hier vortrage, schon umgesetzt und da ist man Lehrender. Das Ganze ist aufgebaut auf die Erkenntnis, dass man lebenslang lernen muss. Von Anfang an, fängt im Kindergarten an, in der Schule, da lernen wir am meisten und das ist dann also auch gesteuert und wird auch benotet. Aber das setzt sich dann lebenslang fort im Beruf und auch in der Freizeit, in den Hobbys. Lebenslanges Lernen. Dann haben wir hier die Technologie und die Werkzeuge, die ich hier einsetze. Ich habe sie ja am Anfang im Prompt schon mal erwähnt. WordPress, das ist die Hauptplattform für die Inhalte, habe ich bewusst gewählt, weil die meisten von uns haben die schon eingesetzt, weil es die am weitesten verbreitete Plattform ist. Bei Lernplattformen kennen viele Schüler Moodle, aber das halte ich zwar auch für interessant, aber das würde nicht die Resonanz finden, die WordPress findet. Man hat ja mit WordPress auch gleich Wissen erworben, was wir für eigene Internetauftritte nutzen können und das dann optimalerweise beim Lernen in Kombination mit H5P. Damit sind interaktive Inhalte möglich. Das heißt, hier dieses, was ich hier gerade produziere, das habe ich mit PowerPoint aufgezeichnet, das habe ich mit Camtasia bearbeitet und bei YouTube hochgeladen und die Links, die mitten im Video dann angeklickt werden können, wenn ihr dann die H5P-Version nutzt, dann kommt man automatisch zu den Quellen, die da zitiert sind. Zum Beispiel zu meinem Chat, dem Dialog, den ich hier praktisch komplett bereitstelle, damit man das nachvollziehen kann, wie ich hierauf gekommen bin. Videokonferenzen, habe ich ja eben schon gesagt, sind wichtig, um direkt Blickkontakt zu halten, direkt miteinander zu sprechen. Und das kennen wir ja spätestens seit der Pandemie, als wir gesehen haben, Schule geht auch über Videokonferenz. Das ist zwar gewöhnungsbedürftig und da sind die Lernenden, die Schüler oft die besseren und die mehr Ahnung hatten bei Videokonferenz gewesen als die Lehrer, die da staunend am Anfang saßen und sahen, wie die Schüler damit alltäglich umgehen können und sie selbst waren da noch Neulinge. Deshalb vom Lernenden zum Lehrenden, das ist also da durchaus sehr komplex, was da möglich ist. Eines der Werkzeuge, was ich hier einsetze, ist Camtasia und das Snipping Tool. Damit kann man mittlerweile auch Videos aufzeichnen, die dann hinterher veröffentlicht werden können. Also man muss nicht unbedingt Camtasia haben, was ja nicht kostenlos ist. Das Snipping Tool ist aber bei Windows 11 schon in der Version zum Aufzeichnen von Screen-Videos oder Screen Recording geeignet. Und das werden wir natürlich ja auch behandeln. Damit haben wir dann die Technologie und die Werkzeuge behandelt. Jetzt geht es um die Flexibilität und die Zugänglichkeit. Die Nutzung einfacher Tools spielt hier eine wichtige Rolle. Word, Excel, PowerPoint muss ich hier nicht erklären. Diejenigen, die hier zuschauen, die werden da schon von wissen. Es gibt natürlich viele Tipps und Tricks von Fortgeschrittenen. Und da seht ihr ja hier bei PowerPoint, dass ich da etwas mache, was die wenigsten überhaupt bei PowerPoint mal genutzt haben, obwohl sie PowerPoint schon lange einsetzen. Es geht also dann darum, diese Tools so einzusetzen, dass auch anspruchsvolle Dinge damit gemacht werden. Der Vorteil ist, wenn man das übers Internet, über eine Plattform wie WordPress macht und mit diesen Tools, die ich da genannt habe, da ist der ortsunabhängige Zugang, der ist überall auf der Welt, wo wir Internet haben, gewährleistet. Man kann die Lernmaterialien nutzen, ob mit Smartphone, mit Tablet oder mit Notebook, alles ist möglich. Und durch diese Kombination von WordPress und H5P auf der Basis von den üblichen Office-Produkten, wozu eben auch PowerPoint gehört, da kann man das ständig aktualisieren und erweitern. Jetzt kommen wir zur offenen Rollenverteilung und Qualitätssicherung. Die Lernenden, die beginnen als Teilnehmer und können sich dann zum Forumsleiter entwickeln. Das heißt, wenn es jetzt darum geht, dieses, was ich hier vorstelle, vollumfänglich umzusetzen, das heißt also so eine Plattform aufzubauen, dann ist man sicherlich bei mir vielleicht zunächst der Lernende.
Ich selbst bin für einige Dinge spezialisiert. Ich habe ja mal ein Physikstudium abgeschlossen. Genau genommen in der Geophysik kann man dann auch nachlesen, wenn man möchte, in meinem Profil. Und dann habe ich ein Leben lang unterrichtet, Office, Computerführerschein, das war mein tägliches Brot. Seit 8 Jahren bin ich Online-Dozent. Und das hat natürlich viele Vorteile und das kann man auch anderen vermitteln, wie das geht, ne? Aber das wird man relativ schnell lernen und dann kommt dazu, dass jeder von den Teilnehmenden irgendeine Ausbildung abgeschlossen hat oder Fachmann oder Fachfrau für irgendwas ist. Und da ist man mir sicherlich schon weit überlegen. Das heißt, dann ist ein Rollentausch. Wenn ich dann etwas wissen will über Wellness im Alter, da weiß ich noch nicht viel von, aber da könnte ja sein, da ist jemand bei den Babyboomern, der das Leben lang gemacht hat und kann mir da was erzählen, vielleicht wie ich dann hinterher unter den richtigen Gesichtspunkten das Pflegeheim auswähle oder den Altenwohnsitz. Aber das hoffe ich, liegt noch in weiter Ferne. Und dann haben wir hier den Punkt Betreuung und Unterstützung. Erfahrene Leiter begleiten die neuen Lernenden, die aber dann bei nächster Gelegenheit ein eigenes Forum oder eine eigene Plattform aufmachen können oder sich in der vorhandenen Plattform melden, dass sie eben auch als Co-Referenten oder als Co-Leiter da auftauchen wollen. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Jeder, der das bei mir machen will, der kann mich ansprechen. Und wenn ich sehe, dass das für mich hilfreich ist, weil ich dann weniger Arbeit habe oder weitere Foren übernehmen kann, weil ein anderer oder eine andere das mindestens genauso gut macht wie ich, dann gebe ich gerne Teile der Leitung oder die ganze Leitung ab. Die Qualitätssicherung bei dieser Vorgehensweise, die geschieht durch Peer Review. Das heißt, wir machen gemeinsam eine Überprüfung, was da angeliefert wird. Zum Beispiel dieser Vortrag, der kann ja diskutiert werden. Ich stelle ihn bei YouTube bereit, da kann man diskutieren. Und er steht natürlich auch in H5P-Form in dieser Plattform, die ich da bereitstelle für diejenigen, die sich da anmelden. Da kommt nicht jeder ran, sondern nur diejenigen, die angemeldet sind. Und dann kann man da natürlich im Gespräch, in der Diskussionsrunde oder auch im Vier-Augen-Gespräch die Qualität sichern. Damit wird die eigene Initiative, das Engagement wird gefördert, das Mitgestalten. Man blamiert sich nicht, man weiß, wie die anderen vorgetragen haben. Und wenn man das erste Mal selbst vorträgt, dann ist natürlich klar, dass diejenigen, die dazuhören, das wohlwollend kritisieren sollen. Jeder macht am Anfang Fehler. Ich mache das auch heute noch. Und da gehört es natürlich dazu, wenn man sich persönlich in so einem Forum kennengelernt hat, dass man dann hilfreich zur Seite steht und nicht rummeckert und nur Kritik äußert, ohne konstruktiv zu sein. Das gehört also da nicht rein. Und wer so veranlagt ist, der sollte sich da auch gar nicht zu melden. Jetzt haben wir die Folie Stakeholder und Zukunftsperspektiven. Für wen ist das? Die Zielgruppen stehen hier als erstes. Berufstätige Fachkräfte und Quereinsteiger. Ich denke hier aber auch durchaus an Schüler und Studenten, die spezialisiert sind auf viele Themen, natürlich auch an die Ruheständler in allen möglichen Berufen, die sagen, ich bin aber jetzt, trotz dass ich Rentner bin, noch nicht weg vom Fenster. Ich möchte mich hier weiter betätigen, vielleicht altruistisch, vielleicht auch Geld verdienen. Das tue ich ja auch noch. Also alles ist da möglich. Wer meint, das ist also eine interessante Sache, der kann da mitmachen. Das sollte dann auch neue Ansätze für die Erwachsenenbildung liefern. Das kann dann natürlich auch im Rahmen von Volkshochschulen sein oder auch als Ergänzung oder als Ersatz dafür. Also da wird man in einem dieser Chat auch sehen, dass ich mich damit beschäftigt habe. Inwiefern ist das eine Ergänzung und wo ist das Konkurrenz zu den Volkshochschulen? Die Technologiepartnerschaften sind auch erwünscht. Ich habe ja hier am Anfang einige Tools genannt. Ich kann mir da vieles weitere vorstellen. Da bin ich aber nicht unbedingt der Fachmann zu. Ich habe das aufgezählt, wo ich mich mit auskenne. Und da sind unzählige andere Tools zu nennen, aber das ist dann im Ermessen jedes Teilnehmers, was er da auswählt. Und diejenigen, die da mitmachen, die müssen sich entweder darauf einlassen oder müssen sagen, ja, okay, wenn du es nur mit WebEx machen kannst oder nur mit Teams oder mit
Alpha-View, dann kann ich nicht mitmachen oder will ich nicht mitmachen. Aber ich denke, wir sollten offen sein, wenn da ein tolles Forum ist und ich muss da was Neues lernen und das bringt mir was, dann bin ich auch bereit, mich darauf einzulassen, wenn das also innerhalb von ein paar Stunden oder 1 oder 2 Tagen erlernbar ist. Meine langfristige Vision ist, den Aufbau einer globalen, lebendigen Wissensgemeinschaft voranzutreiben. Jetzt komme ich nochmal auf den Vergleich der kollaborativen Lerngemeinschaft mit den historischen Studentenverbindungen. Die historischen Studentenverbindungen, das waren ja nicht nur schlagende, saufende Burschenschaftler, die es ja auch gibt, sondern da gehören zu den Verbindungen auch Menschen zu, wie Bismarck, oder da gehört auch einige Bundespräsidenten gehören dazu, der erste Theodor Heuss oder hinterher Richard von Weizsäcker, der gehörte dazu. Also ich will jetzt nicht alle aufzählen. Nietzsche war dabei, Heinrich Heine, aber auch Porsche. Ich will also damit jetzt bewenden lassen. Es gibt im Internet viele Listen, wo man dann die Zugehörigkeit dieser Führungskräfte zu diesen Lerngemeinschaften hat. In der Wirtschaftswoche steht da was drin. Die Gemeinschaftsbildung ist wichtig. Früher ging es eben nicht anders. Wenn man meint, dass Vernetzung nützlich ist, als beispielsweise so einer Verbindung beizutreten, um sein Netzwerk aufzubauen, eben auch schon in der studentischen Zeit beim Studium. Heute gibt es die Möglichkeiten, Xing und LinkedIn zu nutzen, aber ich selbst habe damit jahrelange Erfahrung oder Jahrzehnte. Nur ich habe das am Anfang mit Begeisterung gestartet und dann habe ich gesehen, das bringt nicht so viel. Vor allen Dingen bringt es einem laufend Angebote, die denken, sie könnten mir hochwertige Dienstleistungen verkaufen. Mag vielleicht interessant sein, aber einmal habe ich mich auch darauf eingelassen. Das hat aber außer Spesen nichts gewesen. Deshalb ist das aus meiner Sicht nicht so zielführend. Aber die studentischen Verbindungen im Sinne von Vernetzen mit Leuten, die man persönlich kennt, da findet man eine ganze Menge. Ich habe da zum Beispiel eine große Liste bei der Stadt Wien gefunden auf deren Webseite oder Subdomain. Und das ist mir ganz klar, warum das dort erfolgreich war. Warum gibt es da so viele Erfolgreiche? Die konnten sich damals, als es noch kein Internet gab, im Kaffeehaus in Wien vernetzen. Die haben da die Zeitung gelesen oder die Zeitungen, die da bereit lagen. Die haben da vielleicht ihre Werke geschrieben, die haben miteinander gesprochen. Und das ist natürlich auch eine tolle Sache. Und diese Personen, die waren dann auch in solchen Verbindungen und das kann man also dann nachlesen. Gegenseitige Unterstützung ist ein Punkt, aber auch die Unterschiedlichkeit, dass man eben auch über ganz andere Themen aus erster Hand was erfährt oder befragen kann und das möglicherweise langfristig. So, jetzt setze ich nochmal die Brille auf, weil das kann ich ja nicht so ohne lesen. Die historischen Verbindungen, die nutzen oder die nutzten persönliche Treffen, während die modernen Plattformen dann auf die digitale Zusammenarbeit setzen. Also Videokonferenzen sind ja spätestens seit der Pandemie bekannt. Das Fazit hier zum Schluss: Authentische Netzwerke, die sind LinkedIn oder Xing, die sind zu unpersönlich. Echte Netzwerke, die entstehen durch persönliche Kontakte, Vorträge und Diskussionen. Und das kann live, direkt bei einer Konferenz, wo man zusammen im gleichen Raum sitzt, oder natürlich auch per Videokonferenz laufen. Dann haben wir noch als Ergänzung die Foren. Da kann man dann umfänglich antworten. Das muss man dann nicht synchron machen wie in einer Live-Diskussion, sondern man denkt über etwas nach, über eine Frage oder was auch immer da die Menschen bewegt. Und dann kann man das da im Forum hinterlegen. Und das ist natürlich dann gut geeignet, um sich weiterzubringen. Aber das allein reicht nicht aus, um echte persönliche Verbindungen aufzubauen. Zum Schluss nochmal der Hinweis: Wer diesen Vortrag für interessant hält, der kann ihn natürlich zunächst mal mit dem Daumen nach oben oder mit Abonnement oder mit einem Kommentar würdigen. Das, was ich aber möchte, ist, ich möchte mich vernetzen mit Menschen, die Teile übernehmen, die meine gleichberechtigten Partner oder meine Nachfolger werden wollen. Das kann man dann digital tun, aber wer jetzt im Sommer auf sicher gehen will, sitzt vielleicht irgendwo an einem netten Ort, der kann mir auch eine Postkarte schreiben, die landet garantiert nicht im Spamfilter, und wenn darauf eine Kontaktmöglichkeit angegeben ist, dann werde ich die nutzen, um mich
mit denjenigen, die da mit ein oder zwei Zeilen kurz was beschrieben haben, Kontakt aufzunehmen und dann zu besprechen, wie dieses Projekt dann gemeinsam weiterverfolgt wird. Ich selbst bin ja nicht mehr der Jüngste. Ich allein würde das nicht schaffen. Ich brauche Menschen, die die Idee nachvollziehen können und die Interesse daran haben, das gemeinsam aufzubauen. Das ist es für heute. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss.